Wir sind mitten in der Rückrunde beim MSV Duisburg. Weiter geht's heute mit unter anderem heute gegen Viktoria Köln in der Simulation. Wir spielen nachher noch, also nachher gleich, gegen 1860. Das gibt's als Live-Spiel und dann haben wir noch 2 Spiele, die wir dann noch simulieren. Und zwar gegen Preußen Münster und gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg. Dann haben wir nämlich Spieltag 24. Achtung, die Kölner, die starten schon mal ganz gut rein hier. Und dann haben wir nur noch 14 Spiele und dann ist die Saison vorbei. Und ich bin der Meinung, dass wir, entweder heute oder morgen ist dann noch die letzte Chance zu voten für EAFC 25. Oder ist das schon vorbei? Je nachdem, wann die Folge hier rauskommt. Vielleicht wissen wir es auch schon. Vielleicht ist auch schon Samstag oder Sonntag, je nachdem. Also ich weiß es Stand jetzt noch nicht. Es gibt einen Favoriten, der sich so rauskristallisiert hat. Aber ihr habt ja noch Zeit. Von daher will ich da jetzt nichts vorwegnehmen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr aufregend, sehr, sehr spannend. Und ich sehe gerade, ich hätte mal einige Leute definitiv auf die Bank setzen müssen oder auswechseln müssen. Ginczek vor allem, der kann jetzt schon nicht mehr. Der muss jetzt schon unter das Sauerstoffzelt. Da habe ich leider nicht so drauf geschaut. Ja, Viktoria Köln. Also es könnte heute theoretisch die erste Niederlage geben. Theoretisch in jedem Spiel könnte es die erste Niederlage geben. Aber ich hoffe jetzt mal nicht. Achtung, Köln kommt aber. Und Malagon, der hat heute immer wieder ein bisschen mehr zu tun als die letzten Spiele. Da haben wir eigentlich relativ souverän gespielt. Aber Viktoria Köln, die stehen glaube ich auch noch oben mit dabei. Die wollen auch noch aufsteigen. Die wollen das halt auch nutzen. Die Patzer der Konkurrenz. Und momentan machen sie mit uns, was sie wollen. Ich muss vielleicht auch mal wechseln. Wenn ich das irgendwie hinbekomme. Ja, zur Halbzeit bestimmt. Aber vielleicht nochmal die Chance. Ginczek. Okay, abgefälscht. Eckball. Nochmal abgeblockt. Komm, letzte Chance vor der Pause. Komm. Oh, schade, den gibt's nicht mehr. Naja, wir gucken mal. Ich gehe mal ins Teammanagement rein. Ich wechsle mal hier ein paar Leute aus. Da habe ich leider ein bisschen das versäumt. So, hier können wir Jan da reinbringen. Linke Seite. Kölle. Ach nee, der ist doch noch da. Dann war das ein anderer Kölle im Spiel gegen Lübeck. Da mache ich dann mal, ja, Bitter oder Zenger rein. Nee, Kölle. Der wird da schon spielen können. So, also weiter geht's. Halbzeit 2. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Ich will nicht auf offensiv machen, weil da weiß ich nicht ganz genau, was ich da eingestellt habe. Ich lasse das lieber auf ausgeglichen. Da weiß ich, das ist das 4-2-3-1. Aber Achtung, Viktoria Köln, die kommen! Und ich habe so das Gefühl, dass es heute die erste Niederlage geben wird. Die machen das echt gut. Und das wäre auch gar nicht unverdient, wenn die hier 1-0 in Führung gehen. Denn die haben schon 7 Schüsse. Wir haben einen einzigen von Ginczek, der war abgefälscht. Ja, aber am Ende setzen wir uns vielleicht durch mit unserer Qualität. Auf jeden Fall ist es gar nicht so leicht gegen Viktoria Köln. Achtung, vielleicht jetzt mal eine Chance. Nee, wir kommen nicht durch. Auch mit den beiden neuen Kräften ist das bislang sehr, sehr dürftig. Diekmeyer, der ist eigentlich auch schon platt. Der kann eigentlich auch nicht mehr. Der läuft schon auf Reserve. Aber vielleicht jetzt die Chance. 2, 3 Mann vorne drin. Oh, gut freigespielt. Aber abseits wohl. Von Quinonjes. Sonst wäre da wahrscheinlich ein bisschen mehr rumgekommen. Aber 0-0 hatte ich auch noch nicht, ne? Ein paar Unentschieden, ja, aber 0-0. Also wo gar keine Mannschaft ein Tor gemacht hat. Das würde ich jetzt sogar nehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt. Achtung. Oh, Viktoria Köln. Aber ich glaube jetzt irgendwann ist es passiert und wird es passieren. Aber Malagon hat was dagegen. Gucken, wie lange er sich noch dagegen stemmen kann. Beziehungsweise die ganze Mannschaft wieder abgeblockt. Und jetzt ist es passiert. Ali Eldin. Mit 3 A's, ey. Ala Eldin. Ist er derjenige, der uns hier die erste Niederlage zufügen wird? Ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, es ist soweit. Das habe ich ein bisschen mit zu verschulden. Aber noch ist nicht, noch ist nicht Schluss, wollte ich gerade sagen, aber jetzt ist Schluss. 90+1 und es ist passiert. Die erste Niederlage der Saison an Spieltag 21 gegen Viktoria Köln. Aber auch zu Recht, ey. 10 Schüsse. Wir haben einen einzigen Schuss, das war gar nichts. Das war, ja, absolut schwach. Und somit ist es, ja, passiert. Wir haben die erste Niederlage. Das war klar, dass ich hier nicht ohne Niederlage, wenn ich die ganze Zeit simuliere, durchrushen würde. Das wäre mir auch bewusst. So, jetzt kommt die nächste englische Woche. Jetzt werde ich aber vorher mal die Mannschaft ein bisschen austauschen. Bitter zum Beispiel auf der rechten Seite. Vorne können wir S-Wein reintun. Wen haben wir denn noch so? Wir haben doch noch ein paar. Hier, Huerta zum Beispiel. Warum spielt der eigentlich nicht? So, wir machen das mal so. Dann spielt Piazza wieder Hängespitze. Er sitzt die ganze Zeit auf der Bank, weißt du, und sagt nichts. So, dann gehen wir so rein. Warte mal, hier bringen wir Zenger rein. Janda. Ah, warte mal. Atjaga, Linksverteidiger. Da kann auch Kölle mal ran. So, dann spielen auch mal die anderen.
Dann wird das vielleicht wieder hier ein bisschen realistischer. So, also nächstes Spiel, Rhein gegen Preußen Münster. Die sind auf dem 18. Platz. 10 Punkte haben wir weiterhin Vorsprung. Also wir dürfen uns hier weiterhin nicht so viele Niederlagen erlauben, weil die Konkurrenz schläft nicht. Also so ganz sicher unter Dach und Fach ist hier der Aufstieg noch nicht. Ja, und ich erinnere mich an das Hinspiel in der Hinrunde gegen Münster. Da haben wir auch nur 2-2 gespielt. Haben wir eigentlich auch schon 2-0 geführt. Dann haben die kurz vor der Pause den Anschlusstreffer gemacht. Und dann sind die durch einen Elfmeter noch zum Ausgleich gekommen. Und wir haben zwar 10 bzw. 9 Punkte auch Vorsprung. Oder nee, 10 bzw. 11 Punkte Vorsprung. Es müsste also schon sehr, sehr viel schief laufen, dass das hier nicht mit dem Aufstieg klappt. Es sind aber auch noch viele Spieltage und da kann noch so viel passieren. Von daher müssen wir hier weiterhin unsere Siege schon noch holen. Also von alleine werden wir nicht aufsteigen. Und nur weil die Konkurrenz ihre Spiele verliert. Wir müssen also Spiele nochmal irgendwo gewinnen. Achtung, Malagon greift daneben. Und oh Heil. Mit dem 1:0. Für Münster. Es geht genauso weiter. Eieiei, wie gegen Viktoria Köln. Da ist der Gegner auf jeden Fall besser. Na gut, zum Spiel gegen 60 haben wir wieder unsere beste Truppe auf dem Platz. Und da ist doch der Ausgleich. Aber abseits. Ich glaube, Huerta wäre es sogar gewesen. Das kommt durch diese englische Woche, die wir da gerade hatten. Gegen Viktoria Köln und jetzt auch gegen Münster. Jetzt ist aber die Chance vielleicht da auf den Ausgleich. Aber Huerta kommt nicht ran. Schwierig, schwierig. Schwieriges Unterfangen. Jetzt ist gerade so eine Phase, wahrscheinlich in der Saison, wo wir uns ein bisschen durchbeißen müssen, wo wir nicht jeden Sieg geschenkt bekommen. Aber wir arbeiten uns da durch die Chance. Und es gibt den Eckball. Eckball und die nächste gute Chance und Schabbing. Schabbing im Tor von Preußen Münster. Der hält hier bislang alles, was zu halten ist. Aber er soll das gar nicht. So, jetzt vielleicht die Chance. Nee. Wir sind viele Männer vorne. Es ist auf jeden Fall besser als gegen Viktoria Köln. Wir haben 4 Schüsse. Münster 2 und geht halt durch Heil 1:0 in Führung. Dann müssen wir jetzt nochmal eine Schippe drauflegen. Die Pfiffe werden lauter im Duisburger Stadion. Wird das die zweite Niederlage hier sogar in Folge? Eieiei, hätte ich gar nicht gedacht. Aber wir haben noch Zeit. Wir haben dafür die Spieler, die den Turnaround hier schaffen können. Ansonsten wird in den Duisburger Zeitschriften, Zeitungen geschrieben, bricht der MSV jetzt noch ein? Was ist los mit den Zebras? Ist der Trainer noch der Richtige und so weiter und so fort? Das wäre so für die Bild-Zeitung Duisburg oder wenn es in Duisburg eine Bild-Zeitung gibt. Eine eigene Abteilung, ich denke schon, dann wäre das auf jeden Fall die Headline für die nächsten Tage. Deswegen schauen wir, dass die Journalisten gar nicht erst in den Genuss kommen, solche Zeilen zu schreiben. Oh, der Pass nach hinten. Es sieht ja gar nicht schlecht aus, aber irgendwie ist der Wurm drin. Auch gegen Münster schaffen wir es nicht, uns hier klare Chancen rauszuspielen oder die Chancen auch zu nutzen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. So, jetzt 4-2. Da muss so was draus passieren. Nächste Chance. Da war unter anderem Antuna dran beteiligt. Wo ist die Lücke in der Münsteraner Verteidigung? Da ist die Lücke. Aber Huerta macht den nicht rein. Huerta macht diesen Ball tatsächlich nicht ran. Uns bleiben noch 8 Minuten, um hier Niederlage Nummer 2 zu verhindern. Das ist ja heute ein Sahne-Video für die Konkurrenz, wenn sie sieht, dass wir hier nochmal einbrechen. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte hier nicht der Konkurrenz falsche Hoffnung machen, aber es wird wohl die zweite Niederlage. Wir werden das nicht mehr schaffen. Nee. Es gibt Niederlage Nummer 2. Wieder zu Hause, wieder 0:1. Diesmal gegen Preußen Münster. Oh, da sind wir gegen 60 gleich richtig unter Druck. Also, das goldene Tor von Heil reicht, um hier uns die zweite Niederlage zuzufügen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Konkurrenz das gesehen hat, ob sie gewonnen hat. Jetzt müssen wir gegen 60 ein bisschen reinklotzen, nachdem wir hier die Transferphase übersprungen haben, nachdem ich ja jetzt mitbekommen habe, dass ich meine freien, gekauften Spieler doch nicht verkauft bekomme. Und dann nochmal gegen Freiburgs Zweite. Das wird ziemlich haarig. Transferangebot für Stelin. Gut, letzte Frist abgegeben. Bla bla bla. So, schauen wir mal kurz auf die Tabelle, bevor wir reingehen. Also, Dresden ist rangekommen, bis auf 7 Punkte. Dahinter dann Saarbrücken, Aue. Also, es spitzt sich wieder so ein bisschen zu. Auch Erzgebirge Aue. Dahinter Jan Regensburg. Die haben noch ein paar mehr Punkte Abstand, aber es zieht sich schön eng alles zusammen. Ist doch super und wir gehen jetzt rein ins Live-Spiel gegen 60. Ich werde die Truppe natürlich hier erstmal wieder auf Vordermann bringen. Das heißt Diekmeyer, hier haben wir Artiaga,
Hier würde ich tatsächlich Piazza wieder reinbringen. Wobei, nee, hier würde ich Ginczek wieder reinbringen. Huerta links. Mittelfeld wieder Fröde. Und dann ist das, glaube ich, eine gute Truppe. Und so holen wir hoffentlich 3 Punkte gegen 60. Auf geht's. Löwen gegen Zebras. Wir sind ein bisschen mehr unter Druck als die Löwen. Die können uns also heute ebenfalls wie Viktoria Köln und Münster noch ein Bein stellen. Aber 2 Niederlagen in Folge, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass mal ein paar schwächere Spieler gespielt haben. Ich glaube nicht unbedingt an der Simulation. Ich glaube einfach an der Gesamtstärke der Spieler wird es liegen. Ja, aber wie gesagt, die Konkurrenz schläft nicht. Und ich glaube, wenn wir hier nochmal 1, 2, 3 Siege in Folge holen, dann sind wir wieder auf der Erfolgsspur. Aber die müssen wir dann halt auch gewinnen. Wie zum Beispiel heute. Gegen 1860. Und Ginczek auch wieder gut, dass der fit ist. Und Huerta ebenfalls. Huerta, das ist auch eine richtig gute Verstärkung. Flanke auf Ginczek. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Und Ginczek völlig frei aus 5, 6 Metern. Oh, den macht er normalerweise rein. Das ist eine XXL-Chance. Hätte ich auch mit Huerta schießen können, aber Ginczek war halt frei und dann köpft er den. Gegen die Laufrichtung ist ja gut, aber so weit daneben. Wenn uns das nicht nochmal auf die Füße fällt hier. Also es ist jetzt eine entscheidende Phase, ne? Ende Januar, Anfang Februar, jetzt ist das Transferfenster zu. Die Teams, die nochmal was machen wollten, die haben was gemacht. Ich hätte auch gerne was gemacht, aber ich durfte ja nicht. Weil meine Spieler irgendwie nicht wechseln dürfen. Und daher müssen wir jetzt mal gucken. Ginczek, Diekmeyer läuft da durch. Ja, und jetzt Huerta in der Mitte. Vielleicht macht er es besser, Huerta. Antuna läuft so ein bisschen planlos durch die Gegend. Und die 60er stolpern sich ja ein zurecht. Oh, Kane. Oh, Kane, my Kane oder wie? Der Bruder von Harry Kane. So, wir stehen gut, aber irgendwann müssen wir auch mal drauf gehen. Oh, das ist ein guter Ball abgefälscht. Und Schwarz mit der Chance, die 60er hier in Führung zu schießen. Ich schleiche mich wieder weg mit Huerta. Ich hoffe, ich kriege den Ball. Nein, kriege ich nicht. Aber dafür Reyes nimmt den ganz entspannt an. Ja, also die Gegner, die wittern jetzt ihre Chance, natürlich. Dass hier doch noch was möglich ist. Dass der MSV Duisburg doch noch schlagbar ist. Und dass wir halt auch nicht jedes Spiel gewinnen. Oder beziehungsweise hier ungeschlagen durchgehen. Das war halt spätestens mit den Simulationen klar. Ist ja auch okay. Das wäre auch wirklich zu wild, wenn ich hier mal eine Saison schaffe ohne Niederlage. Das wird im Prinzip nicht gehen. Also nicht mit der Mannschaft, die wir hier jetzt haben, eventuellerweise. Vielleicht, wenn ich jedes Spiel gespielt hätte, aber gut. Wir wollen ja auch irgendwann mal durch mit der Saison. Bald geht es ja los mit dem neuen IAFC 25. Von daher muss das hier vorher abgeschlossen sein. Da sind also Simulationen hier unumgänglich. So, Schröter. Mit der Chance. Ja, und wir stehen gut hinten. Defensiv, ja, obwohl jetzt hier der Fehlpass nicht hätte sein müssen. Aber trotzdem, wir stehen noch ganz gut. Ich will es nicht beschreien. Fröde arbeitet auch mit nach hinten. So, nächste Chance. Quinon, jetzt Ginczek gegen Glück. Glück braucht er auch, wenn er Ginczek verteidigen möchte. Hat er leider gut hinbekommen. Jetzt die nächste Chance. Wieder Ginczek, wieder gegen Glück. Vielleicht hat er diesmal Glück und kommt vorbei. Jetzt ist aber keiner in der Mitte, oder? Huerta. Der kommt halt nicht an diese Kopfballduelle ran. Dafür aber Gustafsson. Kopf an Kopf und Huerta. Naja. Ist ein bisschen zäh gerade das Spiel. Also wir machen ein bisschen mehr nach vorne. Die 60er kommen auch durch. Also die haben auch ihre Chancen. Nutzen auch die Lücken, die wir ihnen bieten. Aber wir sind schon die aktivere Mannschaft. Wir brauchen den Sieg, auf jeden Fall. Also hier mit 3 Niederlagen womöglich rausgehen aus dem Part oder mit 3 Niederlagen und einem Unentschieden oder 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Ich will das Spiel hier auf jeden Fall gewinnen. Ginczek. Dann haben wir im Rücken zum Tor, 2, 3 Mann. Sehr gefährlicher Mann, sonst würden da nicht so viele Gegenspieler bei ihm sein. Antuna jetzt mal mit der Chance. Antuna aber auch zu hoch. Ja, es geht nicht alles so leicht von der Hand. Wie noch größtenteils in der Hinrunde. Wo wir im Prinzip
nur die Frage der Höhe stellen mussten, wie das Ergebnis ausgeht, aber auch nicht in jedem Spiel. Aber normalerweise so von der Gesamtstärke her auf jeder Position sind wir ja jeder Drittligamannschaft auf jeden Fall überlegen, aber wir müssen es dann halt auch so zu Ende spielen. O'Kane gegen Gustafsson. Guttau. Oh, jetzt haben sie zu viel Platz. Jetzt ist die Chance da für 60. Und Malagon. Der ist auch froh, wenn er mal wieder ein bisschen was zu tun bekommt, aber muss mal seine Vorderleute wachrütteln. Gustafsson ist da und jetzt Huerta gegen Schröter. Der ist eigentlich schneller. Komm, der kommt aber nicht aus dem Quark. Huerta und dann ist Kurt. Ist das Sinan? Nein. Sinan Kurt war ja kein Rechtsverteidiger. So, die Chance. Huerta. Tarnath. Der Sohn von dem ehemaligen Hannoveraner und Münchner Tarnath. Oh, gute Flanke wieder, Ginczek. Was macht er denn mit seinen Kopfbällen? Das war auch eine richtig gute Chance. Der war auch ziemlich frei. Guck mal, schöne Flanke und dann... Oh, ist 5 Meter zentral. Junge, was machst du denn? Das hat Ginczek auch schon mal besser hinbekommen, aber... Ist so ein bisschen symptomatisch für die Phase, die wir jetzt gerade haben. Also, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Wir haben jetzt mal 2 Spiele verloren, aber... Wir müssen jetzt natürlich auch aufpassen. Die Gegner werden auch ihre Chance jetzt wittern. Weil wir sind ja schlagbar. Und um den Aufstieg wirklich klar zu machen, brauchen wir hier auf jeden Fall noch ein paar Siege. Wir können hier nicht hoffen, dass die Gegner, dass die Konkurrenz immer verliert. Aber mit dem 0-0, das ist okay. Ist in Ordnung. Ja, 60er haben auch ein paar Chancen gehabt. Ausgeglichenes Spiel. Alles gut. Da holt man sich noch für die zweite Halbzeit ein bisschen Verpflegung. Eine schöne Weißwurst mit süßem Senf. Dann bekommt man die zweite Halbzeit auch irgendwie genießbar runter. So, Fröde im Mittelfeld. Oh, schöner Ball. Diekmeyer gegen O'Kane. O'Kane, mach hier keinen Quatsch. Nein, Diekmeyer ist da mit seiner Erfahrung weg. Verteidigt. Antuna. Glück gehabt. Ja, 60er, die stellen gut zu. Laufen vorne gut an mit dem Stürmer. Verschieben in ihrem, ich glaube, die haben auch ein 4-2-3-1 und dann solche Bälle, die sind natürlich zu riskant, die darfst du natürlich nicht machen. Aber auf der anderen Seite no risk, no fun. So, Gustafsson. Greilinger, Diekmeyer, Vorsicht, nicht rauslocken lassen hier. Aber irgendwann muss halt mal einer zugreifen. Gustafsson, in dem Fall war es. Ist nicht rund, nee. Da ist sehr viel Sand im Getriebe. Das läuft nicht alles so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber irgendwann wird sich die Lücke hoffentlich ergeben. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann werden wir dann hier 1-0 in Führung gehen, weil vielleicht dann die Kraft nachlässt, die Konzentration der 60er. Und Angulo, das muss er auch einfach besser verteidigt bekommen. Achtung! Nächste Chance 60 und wieder Malagon. Und wieder schleiche ich mich mit Huerta weg. Da steckt auch wieder eine Idee dahinter. Oh, Fröde geht nicht ran! Das war eigentlich Frödes Mann. Und sogar mit Torhymne. Da muss ich gar nicht selber reinschneiden ins Video. 59. Minute 1-0 für 1860. Gut, das ist halt der Nachteil, wenn man sich mit dem Spieler auf dem ersten Pfosten wegschleicht. Aber auf der anderen Seite war Fröde da auch irgendwo in der Nähe, der da auch locker hätte hingehen müssen. Sträflich frei, dann ist Diekmeyer, Fröde, wir gucken alle nur zu und dann am Ende des Tages Bums. Ja, kann Malagon dann auch nichts mehr machen. Also 1-0 für 1860. Drittes Spiel, dritte Niederlage. Oh, so ein Part habe ich mir eigentlich nicht gewünscht. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass wir jetzt hier so... Also durchgereicht werden wir ja nicht. Wir sind ja immer noch auf Platz 1, auch noch die nächsten Spiele. Aber ihr wisst, was ich meine. Lasst das nochmal 6, 7 Spiele so laufen und die anderen gewinnen. Dann sind wir auch ganz schnell wieder raus aus den Aufstiegsplätzen. Raus aus den Aufstiegsplätzen. Aber wir meinen jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Zumindest in Remis, dass wir hier nicht mit 3 Niederlagen aus dem Part rausgehen. Ich meine, wir haben ja da noch ein Spiel gegen die zweite vom SC Freiburg. Da hatte ich eigentlich auch mit einem Sieg, oder da rechne ich eigentlich auch mit einem Sieg.
Genauso wie die anderen 3 Spiele bislang. Aber es sieht bislang nicht so gut aus. Komm, Quinones, jawohl, das ist mal seine Chance. Aber die 60er, die werden jetzt natürlich hier alles hinten rein werfen in die Verteidigung. Die werden das Tor mit Mann und Maus verteidigen, um dann natürlich hier als Sieger vom Platz zu gehen. Wie Münster, wie Viktoria Köln. Haben sie ja gesehen, wie es geht, aber wir geben uns noch nicht geschlagen. Aber es wird jetzt immer schwerer. Die stellen sich hinten rein, da wird jeder Schuss geblockt. Und dann haben wir hier auch die handfeste Krise, die also dann ab morgen in den Duisburger Zeitungen steht. Ja, erreicht der Trainer die Mannschaft noch? Ist sich das Team zu sicher? Wird zu überheblich trainiert? Wird überhaupt da trainiert? Man sieht niemanden auf dem Trainingsplatz. Was ist mit Daniel Ginczek? War das doch die falsche Entscheidung, ihn von Anfang an zu stellen? So. Und das sind so typische Journalistenfragen, die dann auch gestellt werden, um richtig ja, Unruhe zu verbreiten und dass das gar nicht erst aufkommt. Sehen wir doch zu, dass wir hier vielleicht noch ein Remis holen. Ginczek, jetzt die Chance, Quinones, kein Abseits! Und zumindest der Ausgleich. Minute 77, ganz, ganz wichtig. Überhaupt mal ein Tor zu machen in dem Part hier, das haben wir ja bislang noch gar nicht hinbekommen. Ganz, ganz wichtig, die mitgereisten Fans sind auch froh. Ja, sah nach Abseits aus. Ich habe echt das Gefühl gehabt, dass er Abseits pfeift, aber er hat es nicht gemacht. Und Quinones macht somit Saisontor Nummer 22 oder 23, weiß ich gar nicht genau. So, und jetzt haben wir noch 13 Minuten, Viertelstunde mit Nachspielzeit, um hier den Siegtreffer zu schießen. Aber es wird ganz schwer. Wie gesagt, 60 macht das gut. Die stehen hinten gut. Haben natürlich auch ein paar Torschancen vorne zugelassen, sind verdient in Führung gegangen, weil wir es einfach schlecht verteidigt haben. Aber jetzt sind wir wieder da. Und jetzt wird es wirklich ein 50-50 Spiel. Guter mit dem Freistoß, Malagon. Ein dankbarer Ball für den Keeper. So, und Diekmeyer treibt an mit Ginczek zusammen. Ja, ein bisschen zu spät gespielt, das wäre ein schöner Doppelpass gewesen. Und dann laufen sie auch wieder problemlos einfach durch unser Mittelfeld, durch unsere Verteidigung. Das darf halt auch nicht sein. Aber ihr seht, die 60er, die verschieben gut, stellen mit 3, 4 Mann zu. Ich frage mich, wann die mal platt sind. Ob die überhaupt platt sind. Von der Kraft her. Diekmeyer, nein, das war schon ein Fehlpass mit Ansage. Ich glaube, wir müssen uns hier mit dem 1-1 zufrieden geben, so gefühlt. Verlat. Ja, da muss Ginczek halt ran eigentlich. Huerta jetzt die Chance. Das ist jetzt richtiger Drittliga-Fußball. Viele Ballverluste. Ich habe das Gefühl, auch unsere Mexikaner lassen sich hier heute von der Leistung anstecken. Aber jetzt nochmal die Chance über Quinones. Nein, über Antuna. Der nochmal quer in der Luft liegt. Komm. 2 Minuten haben wir noch mit Nachspielzeit. Vielleicht 3, 4 Minuten. Wer macht das Last-Minute-Tor für uns? Vielleicht jetzt Huerta durch den Kopfball und Quinones! Und alle Kritiker stumm gestellt. Die Journalisten müssen nochmal ihre Headlines ändern. Von wegen Krise. Die Zebras, der MSV Duisburg ist zurück. Aus der Ergebniskrise dreht das Spiel hier gegen 60 durch Quinones. Schöne Kopfballverlängerung, die war gar nicht so geplant. Und dann 60 Quinones, der halt auch nicht groß ist, ne? Aber der hat wohl eine gute Sprungkraft. Setzt sich da durch. Zack. Der Keeper ist zwar noch dran, aber da kann er nichts machen. Jetzt gucken wir mal. Saisontor Nummer 23, 24. 23 im 19. Spiel. Also das wird auf jeden Fall der Spieler der Saison. Da werden auch noch ein paar Tore mit hinzukommen. Also wir können es doch noch. Wir können Tore schießen. Wir können auch noch Spiele gewinnen. Und ich hoffe, dass wir jetzt gegen die zweite vom SC Freiburg den zweiten Sieg holen. Dann sieht das wieder ein bisschen beruhigter aus. Ja, in der Tabelle, dann sind es wieder 10 Punkte oder keine Ahnung, wie viele Punkte Vorsprung. Sehr, sehr knappes Spiel. Spannendes Spiel, sehr interessant. Und am Ende, mit dem besseren Ende für uns, durch den Doppelpack von Quinones, gewinnen wir hier also unser drittes Spiel. Mit 2-1 gegen 1860. So, und die Konkurrenz, Auer hat gewonnen. Die anderen Mannschaften weiß ich leider nicht, ob die oben stehen. Dresden hätte ich jetzt gesagt, die hätten mich nochmal interessiert. 9 Punkte. Ist zwar ein guter Vorsprung, aber wenn wir halt weiterhin so mal Punkte liegen lassen, hier mal ein Unentschieden, da mal wieder eine Niederlage, dann kommen die anderen auch ganz schnell wieder ran. Aber das kriegen wir hin. So, jetzt machen wir noch ein Spiel gegen die zweite vom SC Freiburg. Da gehen wir rein in die Simulation.
Und dann soll es das gewesen sein für den Part, der ja immer sehr vollgepackt ist. Ich weiß, diese Spiele, wo nur simuliert wird oder diese Parts, wo nur simuliert wird, da habe ich ja gesagt, die will ich auch in Zukunft, wenn ich das nochmal machen sollte, ein bisschen ja, außen vor lassen, weil 4 Spiele am Stück simulieren ist vielleicht dann auch ein bisschen öde. Ihr wollt ja auch ein bisschen Gameplay sehen, von daher schaue ich immer, dass ich auch in Zukunft so mindestens mal ein Spiel mit reinnehme, dass wir auch spielen. Und jetzt hoffe ich einfach, dass die Jungs das nochmal ohne meine Hilfe hier hinkriegen, gegen Freiburgs Zweite. Und dann könnte ich mich mit dem Part hier anfreunden. Dann ist er doch noch ganz gut geworden. Anfänglich 2 Niederlagen, wenn wir jetzt mit 2 Siegen aufhören. 50% Siegquote. Aber wer weiß, wen die Freiburger hier alles dabei haben. Vielleicht noch Leute aus der ersten Truppe. Nein, das geht ja hier nicht. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee für die nächsten EAFC-Spiele, für den Karrieremodus, dass zweite Mannschaften sich auch Leute aus der ersten Mannschaft theoretisch holen können. Oder nur 2 oder 3 Spieler maximal. Um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass sie wieder Spielpraxis kriegen, nach Verletzung wieder zurückkommen. Ins Aufbautraining oder so. Das wären auch mal Ideen. Die sind bestimmt schon auf dem Zettel bei EA. Die arbeiten so gut. Da wird mit Sicherheit schon mal der ein oder andere wird diese Idee schon mal mit in den Raum geworfen haben. Ja, bislang ausgeglichen, glaube ich, ne? Gucken wir mal. Wir haben einen Schuss. Mehr Ballbesitz für die Freiburger, aber vielleicht jetzt gleich die Führung. Nein. Also in jedem Spiel heute, da haben wir echt zu knabbern. Zu kämpfen. Klar, wir kriegen in keinem Spiel was geschenkt, auch wenn wir hier die besten Spieler der Liga haben. Oh, ich hätte nochmal durchwechseln müssen. Diese englischen Wochen. So, also, wir haben hier ohne Events 0-0. Zur Pause, ich sehe schon rechts Ginczek zum Beispiel, klar. Der kann nicht mehr 90 Minuten durchspielen, das geht nicht. Arteaga, Diekmeyer, da haben wir halt zu wenig guten Ersatz. Wir haben halt eine gute Stammelf und dann dahinter ist halt alles Durchschnitt. Ja, ein Glück, dass wir hier nicht auf 3 Wettbewerben oder auf 3 Hochzeiten tanzen. Noch nicht, das wäre wahrscheinlich mit Duisburg auch irgendwann soweit. Aber jetzt Quinonius, Ginczek. Mal mit einem Torschuss, immerhin. Chance lebt noch, wieder Ginczek. Muss in den Strafraum rein. Der ist zwar da, sehr umtriebig, so zwischen 5er und 11-Meter-Punkt, aber irgendwo wird doch die Lücke sein. Nur wo? Wir kommen nicht durch. Auf Freiburg 2 steht echt gut. Wir bekommen es vorne nicht gut ausgespielt. Es klappt halt auch nicht immer. Es ist gerade so eine Phase. Achtung, Malagon. Die wir aber auch durchstehen werden und die wir halt auch durchlaufen müssen. Wo wir halt auch mal eine Niederlage bekommen oder 2. Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Wir können jetzt auch gleich nochmal wechseln vielleicht. Viertelstunde vor Spielende. Schaue ich nochmal, dass ich... Oh ja, guck mal hier. Die ganze Truppe muss eigentlich unter das Sauerstoffzelt. S2 kommt auch zu seinem ersten Einsatz. Zenger, machen wir hier mal Janda hin. Diekmeyer kann ich da nochmal bitter einwechseln. Sehr bitter, wenn das jetzt hier verloren gehen würde. Aber dann ist es so. Wir können es sich ändern und wir sind dankbar, dass wir einen Keeper wie Malagon hinten drin haben. Der uns bislang hier Gott sei Dank noch das 0-0 hält. Aber vielleicht kann sich ja nochmal irgendeiner durchringen, hier die Führung zu schießen. Jetzt vielleicht! Arteaga! Als AW. Was ist das, ey? Außenverteidiger oder wie? Auf jeden Fall die Führung. Kurz vor Schluss. Sehr, sehr schön. Das wäre doch ein beruhigender Ausgang für diese Folge hier. So könnte man dann nochmal auf die Tabelle gucken. Und ich glaube, das bekommen wir über die Zeit, oder? Ja, also, Gott sei Dank im letzten Spiel dann nochmal ein Sieg geholt. Heißt also 2 Siege aus 4 Spielen. Dresden spielt unentschieden gegen 60. Heißt also, die Konkurrenz hat da wieder gepatzt und wir haben wieder 11 Punkte Vorsprung. So schnell geht das. Wenn jetzt Saarbrücken noch gewinnt, dann sind sie auch wieder ein bisschen näher dran. Ah, Niklas Stierlin wechselt doch zur SV Elversberg in Liga 2. Alles okay, gar keine Probleme. So, weiter vor. Dann haben wir auch mal ein paar Spiele. Ja, okay, da muss ich jetzt dann wechseln. Durchtauschen. Wir haben ein paar englische Wochen. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, 2 Tage Pause. Jetzt haben wir nur 3 Tage Pause gehabt. Danach haben wir ein bisschen mehr Zeit. Hier haben wir wieder Länderspielpause, glaube ich. Oder? Ah ne, das spielen wir dann sonntags. Also wir spielen ja im nächsten Part. Haben wir Halle, Regensburg, Sandhausen und Erzgebirge Aue. Das sind natürlich auch Spiele. Da bin ich gerade im Überlegen, ob ich 2 Spiele spiele und 2 simuliere.
Wobei eigentlich nur spielen gegen Erzgebirge Aue, glaube ich. Also wir simulieren hier die 3 Spiele am Anfang. Dann Erzgebirge Aue. Dann könnte man ja Dresden und Saarbrücken, weil die oben stehen, könnte man dann nochmal spielen. Simulieren. Da könnte ich ja dann wirklich hier 2 Spiele spielen und 2 simulieren. Und die letzten 5 Spiele dann nochmal durchsimulieren oder das letzte Spiel spielen. Da werde ich mir dann nochmal was einfallen lassen. Also macht's gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, auch für die kommende Zeit bei EAFC 25. Kostenloses Abo. Und dann schauen wir mal, wann es rechnerisch denn dann mit dem Aufstieg feststeht. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.